Montag, was ist denn Montag nochmal? Kojo? Okay, Kojo für Männer. Siehst du? Let's talk about Togo mit unserem Gast Erik. Wir haben schon lecker gekocht. Es war wirklich köstlich, ich habe es nicht so erwartet, aber hast uns alle überzeugt. Jetzt wollen wir noch ein bisschen über Togo weitersprechen. Ja, Erik, Togo, Ja. Eins der kleinsten Länder in Westafrika, ne? Westafrika, Togo, neben Benin und Ghana, 6,5 Millionen Einwohner. Ja. Togo ist ein kleines Land, aber hat auch viel Kultur. Togo, was ich interessant finde an sich in Westafrika, fast alle Länder sind Französisch sprechen, genauso wie Togo. Genau. Es gibt aber auch Ghana, Nigeria, die Englisch Zwei sprechen. Ausnahmen, Ghana und Nigeria. Die Englisch sprechen. Ist Französisch nur offiziell Amtssprache oder sprecht ihr auch Französisch? Also gibt es auch andere Sprachen, die gesprochen werden, wie. Was sprecht ihr in Togo? Wir haben 3 andere offizielle Sprachen neben Französisch. Ewe, Ja. meine Sprache, Kabyle und Kotokoli. Kabyle im Nord, Kotokoli Zentrum und Ewe Süd. Was interessant ist, auch noch an Togo, Ewe ist ja auch ein Stamm, ne? Und die gibt es auch in Ostghana. Also im Prinzip, die Grenzen in Westafrika sind nicht immer so gezogen, wie auch die Stämme sich verlaufen. Und die sprechen auch in Ghana, Ostghana, Ewe. Ja. Und Ewe hat einen deutschen Einfluss. Kein Scherz. Was heißt Fenster auf Ewe? Fenster. Ne? Total lustig. Also es gibt einige Wörter, sie sind in Ewe, genauso wie im Deutschen. Und ihr sprecht, also wie viele Sprachen sprichst du jetzt nochmal? Also Ewe, Französisch? Ewe, Französisch, Deutsch, Englisch? Deutsch, Englisch und ein bisschen Spanisch. Ganz bisschen. Also ich habe ganz, ganz viele Westafrikaner kennengelernt, die wie du 4, 5 Sprachen sprechen. Das ist natürlich normal. In vielen Ländern gibt es auch noch mehr Sprachen. Ne? Jeder Stamm hat vielleicht noch kleinere Sprachen. Interessant. Und was ich ziemlich cool finde, ihr habt eine Namenskultur. Vielleicht kennt ihr Kofi Annan. Das war der ehemalige UN-Sekretär. Der hieß Kofi. Kofi bedeutet am Freitag geboren. Genau. Was ziemlich cool ist, weil in Westafrika an dem Wochentag du geboren bist, bestimmt auch ein bisschen deinen Namen. Also ich bin an Mittwoch geboren, ne, 1991, dann bin ich Kweku. Wer bist du? Ich bin Komla. Komla in Togo, Komla in Ghana, aber das ist sowieso das vielleicht. Westafrika ist sehr ähnlich. Könntest du uns noch mal kurz sagen, also es gibt das immer eine männliche Version und eine weibliche Version. Ja. Kannst du sie mal kurz durchgehen? Ja, Montag, was ist denn Montag nochmal? Kojo? Okay, Kojo für Männer, siehst du? Kojo für Männer, Ajo für Frauen, Ja. Dienstag Komla für Männer, Abla für Frauen, Mittwoch Koku für Männer und Aku für Frauen, Donnerstag Yao für Männer und Yawa für Frauen, Freitag Kofi für Männer, Afi für Frauen, Samstag Komi für Männer, Ami für Frauen und Sonntag Kosi für Männer und Kosiwa. Guck mal nach, Frauen. welchen Tag ihr geboren seid. Ja, und schreibt es auch in unseren Comments, an welchem Tag ihr geboren seid. Wir gucken, wie häufig wer an welchem Tag geboren worden ist. Jetzt bist du in Lomé geboren? Ich bin in Lomé. Lomé, die Hauptstadt von Togo, ne? Ich habe mich ja auch vorbereitet und mit einigen Leuten gesprochen. Viele können sich Togo gar nicht vorstellen. Also ich habe gehört, Togo, ist das in der Karibik oder ist das doch in Asien? Aber nein, es ist in Westafrika. Ja. Wie würdest du die Stadt Lomé beschreiben? Ich glaube, viele haben im Kopf, keine Ahnung, kleine Häuschen im Urwald. Wie würdest du Lomé beschreiben? Ja, Lomé, wie würde ich denn Lomé beschreiben? Lomé ist auch ein bisschen wie fast alle große Städte in Afrika. Man sieht große Skylines. Skylines und dann direkt daneben auch Ghettos und so. Das Ja. ist ein bisschen so ganz gemischt und ja. Aber Lomé ist auch schon ganz, ich würde nicht entwickelt, aber in Meinung, ich meine die Einwohner in Lomé, die sind schon ganz weiterentwickelt. Die denken, die machen alles wie überall in der Welt. Aber die Stadt an sich würde ich sagen, das ist schon eine coole Stadt und am Strand und die Menschen sind einfach super locker da und kann man ganz gut fahren, einfach Urlaub und so, das ist einfach die perfekte
was wünschst du dir für Deutschland, was sie von Togo lernen können? Und was wünschst du dir für Togo, was sie von Deutschland lernen können? Gibt's da? Ja, ich finde Deutschland schon super cool, aber nur eine Sache fällt hier in Deutschland. Die Menschen, wenn die ein bisschen mehr öffnen Ja? sein können, das wäre einfach super. Okay. Das ist nur was fällt hier in Deutschland. Okay. Haben alles, die Menschen sind eigentlich super toll, aber die brauchen immer so mehr Zeit, ne? Viel Zeit, um erstmal so Wach zu werden. wach So, zu ja, werden. genau. Ja, das Wenn es auch so spontan sein könnte, das wäre einfach perfekt. Und für Togo würde ich sagen, erstmal, Gesellschaft muss ein bisschen so besser organisiert werden. Und ja, aber sonst nicht. In Togo ist auch nicht reich sowieso, aber Menschen da, die brauchen auch nicht so viel. Okay. Die brauchen nur was genügend ist, was die auch jeden Tag essen können. Die Arbeit und genug Geld, nicht genug Geld, aber ausreichend Geld. Und das reicht eigentlich. Man braucht nicht so viel, um das Leben, um ehrlich zu sein. Okay. Ja, dann, was ich hier immer gefeiert habe, ist togolesische Musik. Was kannst du uns empfehlen? Welche? 2 Sachen würde ich sofort empfehlen. Erstmal King Messer. King Messer, das ist unser Musikkönig in Togo. Der singt jetzt fast 30 Jahre, 25 Jahre. Und traditionelle Musik macht er. Und heute für Jugendliche würde ich einfach Tufan empfehlen. Also, ne, wenn ihr nachher jetzt ausgeht, nach dem Video, in der Playlist sind die Lieder. Besonders Tufan, seitdem ich das jetzt alles hier vorbereitet habe, feiere ich Tufan. Es läuft nur hoch und runter. Lernt die Dance-Schritte, könnt ihr uns natürlich auch gerne ein Bild schicken, wie ihr das lernt. Coole Musik auf jeden Fall, findet ihr dort. Ja. Wie sagt man Danke auf Ewe? Akbe. Akbe, ne? Akbe, Erik. Muss Akbe. Danke. Habt ihr Fragen an Erik? Ich denke, Togo ist kein bekanntes Land so, aber deswegen machen wir das auch. Fragt einfach in den Comments. Ich treffe mich nochmal mit Erik, wir gehen eure Fragen durch, beantworten die echt gerne. Und ja, freuen uns aufs nächste Mal. Ja. Was sagt man auf Tschüss, auf Ewe? Bye bye, Mia Dogo. Mea Dogo, ne? Dogo. Ciao.